Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich suche schönen Schmuck für den Wiederverkauf aus den 20ern, 50ern und 80er Jahren und habe hier heute ein, wie ich denke, sehr schönes Paket aus Amerika mit amerikanischem Modeschmuck. Mein Thema heute sind Perlen. Also ich hoffe, dass ich sehr schöne alte Perlenschmuckteile finde. Wir erleben ja auch gerade wieder einen Trend, der sich eher so aus den 80er Jahren bedient. Aber die 80er Jahre haben ja auch schon die 50er Jahre kopiert. Sieht das nicht toll aus? Ja, fangen wir mit der Perlenkette hier mal an. Die ist ziemlich lang und mehr so cremefarben oder Champagnerfarben, wie man gerne in den 50er Jahren gesagt hat. Ich glaube, ich habe eine Marke gesehen. Marvella. Ja, Marvella hat sehr schönen Perlenschmuck gemacht, bis in die 90er Jahre. Und der wurde auch bei uns verkauft. Und dann habe ich hier, und das hat sich nur gelöst, genau. Das ist aus den 60er Jahren. Das finde ich, sieht man immer in diesen Enden. Hier mit so einem Schmuckteil in der Mitte mit schwarzer Emaille und Strassstein verziert. Und würde wie so ein Choker sitzen, eng um den Hals. Sehr schöne Endteile. Schön. Marke. Habe ich keine gesehen? Nee, ich glaube, die ist nicht gemarkt. So, dann hier wieder. Japan. Das ist ja also eine Importkette aus Japan. Das ist auch typisch für die 50er und 60er Jahre. Meistens leichtere Ketten. Man die wahrscheinlich auch besser verschiffen kann, wenn sie nicht so schwer sind. Also 3 Steine. Und diese lange ist auch ein bisschen größere Perlen. Und die werden immer kleiner. Ein bisschen ja, weißer im Ton. Dann von dem Schmuck was her. Das ist eine Brosche mit Perlen und gelbem Strass verziert. Keine Marke. Schön. Dann habe ich hier auch wieder eine leichte Kette in Gold und Perlen. Die Perlen haben auch so einen ja, gelberen Ton.
Marke. Korea. Korea. Ja, das werden wahrscheinlich schon die 80er Jahre sein. Eine längere Kette mit so schönen Mittelteilen hier. Und dann schön, bisschen ungewöhnlicher. Dann habe ich hier so einen Ohrstecker. Stecker ohne Marke, aber auch sehr schön gemacht, mit kleinen Perlen und mit Strass. Also das Design ist auch sehr 80er. Dieses Tropfendesign war sehr beliebt durch Chanel, die diesen Schmuck so stark in Mode gebracht haben in den 80ern. Hoffentlich gibt es den zweiten dazu. Dann ist hier ein Clip-Ohrring. Und der ist älter. Keine Marke. Das ist der zweite. Also das ist einer aus den 50s oder 60s. Ein bisschen kleiner gegen den aus den 80er Jahren. Dann habe ich hier einen Clip. Modeschmuck-Clip in Gold mit Streifenmuster. Auch sehr schön. Dann eine Brosche hier als Weintraube und kleine Perlenblume draufgesetzt. Oh, was ist das denn? Das gehört alles zusammen. Sehr schöne Schließe scheint das zu sein. Geht das auf? Das muss doch hier aufgehen. Und das ist sehr interessant. Das sind praktisch so wie Stränge, 6 Stränge jeweils, mit so Tropfenenden. Und dann hat man hier die Schließe und dann eine Kette. Also entweder man hat das Ganze im Ausschnitt, aber ich vermute fast, dass man dieses hier auf dem Rücken trägt. Das ist wahrscheinlich alles so ein Schmuckteil auf dem Rücken und vorne hat man einfach eine schlichte 3-Strang-Kette. Das erinnert mich doch sehr an die 60er Jahre, an diese schmalen Abendkleider in Schwarz und dann diese Rückenausschnitt und dann diese Perlen dann. Ja, das ist ja schon mal ein ganz tolles Highlight. Habe ich noch nie gehabt, so eine Perlenkette. Toll. Dann habe ich hier eine schöne Kette. Schöne alte Kette. Sehr schön dieser Haken, finde ich.
mit Perlen und Strass. Also wenn man bedenkt, dass dieser Schmuck schon 60 bis 80 Jahre alt ist, dann sieht er doch wirklich sehr, sehr toll aus. Sehr toll und immer so detailverliebt. Ich liebe das einfach. Es lässt sich nicht vergleichen mit dem Schmuck, den es so heute oft gibt. Das wäre hier ein Armband mit großen Perlen im Design, so wie ein Bettelarmband, nur mit Perlen. Sehr schön. Dann gibt es hier so interessante Ohrringe. Eine Blume und dann mit so Blumenstrahl. Sehr schön. Auch mit Schrauben zu schließen. Der Stein ist hier ein bisschen schwarz, aber vorhanden. Also alle Steine sind da. Und dann habe ich hier wieder so ein Türklopfer-Design bei dem Ohrclip. Ich gucke mal nach der Marke. Irvin Pearl. Irvin Pearl hatten wir gerade erst letzte Woche. Jetzt sind nochmal Goldohrringe. Dann habe ich hier einen besonders schönen Clip. Gibt es noch einen zweiten? Ja. Wow, also die sehen super aus. Ja, ich ahne schon, von wem die sind. Ja, Miriam Haskell, eine der Designerinnen, die am meisten gesammelt werden, die ganz hohe Preise erreicht beim Modeschmuck. Weil sie hat so viele Designer inspiriert, weil dieser Schmuck ist derartig detailverliebt und die vielen unterschiedlichen Perlen und Steine, die da zusammengetragen werden. Und diese Ohrringe hier scheinen auch wirklich richtig alt zu sein. Toll. Ganz toll. Also das ist mal ein richtig guter Fund. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann habe ich hier nochmal so lange Ohrringe. Ich vermute auch die 50er oder 60er Jahre. Sehr elegant. Mit Schraubverschluss auch. Toll. Sehr schön, freue mich sehr. Und dann nochmal dieser Ohrring. Keine Marke, aber auch ein Ohrclip. So als Hänger. Ich dachte so Monet. Das hat mich sehr an Monet-Schmuck aus den 50er Jahren erinnert. Schön. Dann habe ich hier ein paar Perlenclips in einer ovalen Form. Sehen auch schön alt aus. Und so auch so schwer. Wirklich schön gemacht. Sehr schöner Schmuck. Dann hier keine Marke,
Aber so ein schönes Design als Flügel mit braunen Strasssteinen verziert. Also das finde ich auch immer ganz toll, weil es sich so an die Ohrmuschel anschmiegt sozusagen. Das sieht immer auch sehr, sehr schön ausgetragen. Tolle Ohrringe. Ah, hier ist der zweite. Und auch komplett alle Steine sind da. Sehr schön. Sehr schöner Ohrring. Und ein Stecker und auch nicht zu schwer. Also das ist toll. Und dann haben wir hier ein paar alte Clips mit so einem dreifachen Perlenhänger. Sehr schön. Schöne verspielte Ohrringe. Na. So. Sehr hübsch. Dann habe ich hier so ein Blatt Ohrring, wieder mit Schraube und ja, also diesen Stein nennt man wahrscheinlich so einen Wassermelonenstrassstein in grün und pink. Sehr hübsch. Hoffentlich gibt es den zweiten. Hier ist der Clip. Der Clip ist komplett. Der sieht auch sehr nach den 50er Jahren aus. Schön. Und dann gibt es hier so einen schönen Schraubohrring. Mit einem kleinen gravierten Muster. Und die Rückseiten sind, finde ich, auch schön gemacht. Gerade bei so einem Hängeohrring, der kann sich ja auch mal drehen oder man sieht ihn eben auch von hinten. Finde ich es auch wichtig, dass er auf der Rückseite auch gut gemacht ist. Schön. Dann nochmal ein Perlenclip. Ja, ähnlich wie der ovale eben, aber leichter. Also dieser ovale hat mehr Qualität. Dieser hier ist so ein bisschen noch mehr Modeschmuck. Aber alt. Dann gibt es hier nochmal so kleine Schraubenohrringe. Oh, schön. Mit einer Mini-Gemme. Mit Strassstein und ja, wahrscheinlich ist das Kunststoff, aber sehr schön, so filigran gemacht. Dann gibt es hier eine Perlenkette mit Makel. Die Marke ist eine Patentnummer, vielleicht für diesen besonderen Hakenverschluss, der hier mit so einer Feder gemacht ist. Also das finde ich, das Jahr kann ich rauskriegen anhand der Patentnummer. Und hier schöne Perlen, die nach vorne hin immer größer werden und hinten ganz kleine.
Dann ist hier ein kleines Perlenarmband mit einem schönen Steckverschluss. Keine Marke, aber sehr, sehr schön gemacht. Dann nochmal ein Armband. 2 Stränge diesmal. Auch mit einem Steckverschluss. Steht da was drauf? Guck mal. Nein, keine Marke. Aber sieht auch ziemlich alt aus. Große Perlen. Dann noch mal eine Perlenkette. Auch ohne Marke. Mit schönem Verschluss. Hier ist der zweite von diesen schönen kleinen Blattohrringen mit dem besonderen Stein. Dann gibt es hier eine Kette mit kleinen Saatperlen. Marke gibt es keine. Nee. Sehr schön gemacht mit so kleinen silbernen Elementen noch dazwischen. Dann eine Brosche. Keine Marke. Ja, wahrscheinlich eine neuere Brosche, die so auf alt gemacht ist. Und die Steine sind ein bisschen zu glänzend, oder? Ja, die glänzen neu, nicht alt. Und dann gibt es hier einen Armreif zum Klappen. Ich sehe eine Marke. Park Lane. So emailliert. In Fliedertönen und so ganz pastellig. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch die 70er, 80er Jahre sind von der Farbzusammenstellung. Dann gibt es hier ein paar kleine Perlenclips. Klassische kleine Clips. Und nochmal so Perlenschrauben. Die Perle ist so einer natürlichen Perle nachempfunden. Mit so Wellen. Dann gibt es hier eine schöne Brosche. Ich sehe gerade die tolle Marke. Das ist wieder Miriam Haskell. Der Barockperle und dem Strassstein. Wirklich schön. Also hier hat sie leider eine kleine Stelle, wo das Gold ab ist. Aber das Design ist ja wieder ganz, ganz traumhaft. Ja, so würde man sie tragen. So. Ja, leider nicht im besten Zustand. Aber trotzdem freue ich mich sehr darüber. Schön. Dann gibt es hier wieder Perlenstecker.
mit schwarzem Strassstein. Auch sehr schön, schöner Schwarz-Weiß-Look. Oh, und auch sehr, sehr schöne Strassschrauben in lila und silbernem Strass in goldfarbener Fassung. Sehr schön. Ich mag sehr gerne Gold mit Amethyst und Silber mit Amethyst auch. Nach Grün kommt gleich Amethyst als mein Favorit. Hier habe ich ein paar alte Clips, Metallclips. Das lässt sich, glaube ich, noch sauber kriegen. Und das eine Perlenkette, ja. Das scheint alles zusammenzugehören. Eine ganz, ganz lange Perlenkette mit 3 Strängen. 2 Stränge sind so aus Mini-Perlen und eine mit größeren Perlen. Keine Marke, aber selbst wenn man sie doppelt ummacht, ist sie immer noch lang. Also eine sehr lange Perlenkette, mehr der 20er Jahre Look. Sehr schön. Dann ist hier eine Perlenkette mit Marke. Japan. Und macht auch so dieses Design von Miriam Haskell nach. Sehr, sehr schöne Schließer. Und große Perlen. Also das ist auch ein tolles Teil, gefällt mir gut. Dann habe ich hier eine kleine Brosche. Sehr alt aus. Leider keine Marke drauf. Es ist wie so, ich glaube, das ist aus den 40er Jahren. Der sieht so ein bisschen wie aus so einem Märchenfilm, eine Figur aus dem Märchenfilm aus. Mit kleinen lila Steinen und hellblauen Steinen. Schön. Und noch eine Perlenkette. Keine Marke, aber auch ein schöner Verschluss. Und die Perlen sind auch so cremefarben. Ja, das war mein Perlenpaket. Also sehr besonders finde ich diese Kette natürlich. Ich freue mich sehr, dass die dabei war. Sehr schönes, ausgefallenes Teil. Dann natürlich die Miriam Haskell Clips, die Brosche. Dann finde ich diese langen Ohrringe auch sehr anders und besonders. Dann finde ich diese Kette hier sehr schön. Auch eine schöne Kombi von Perle und Strass. Und dann diese kleinen Blätter sind ja immer, finde ich, schöner Ohrschmuck. Dann die Perlen aus den 50s.
und die Perlen aus den 80ern. Und natürlich die lila Ohrringe. Sehen auch sehr hochwertig aus. Ja, schreibt mir unbedingt, welcher Schmuck euch am besten gefallen hat. Schenkt mir ein Like und abonniert unbedingt meinen Kanal und schaut wieder rein. Bis bald!